Hey you guys, this is a user requested video, so I hope the user sees it. Slow German for the Terminal. Langsames Deutsch fürs Terminal. Aber man könnte auch Konsole sagen. Manche tun das. Klingt etwas altbacken. Ich verwende Linux. Das heißt, ich nutze viele Anwendungen, die im Terminal laufen. Wenn ich zum Beispiel ein Update machen möchte, dann muss ich dazu einen Befehl über die Konsole ausführen. Ich persönlich mag das, weil ich es nicht mag, für jeden Mist die Maus zu benutzen. Ich mache die Sachen lieber mit der Tastatur. Unter Linux, zumindest bei mir, ich benutze Debian 12, dort das Terminal zu öffnen, muss man einfach nur die Tastenkombination Ctrl-Alt-T eingeben. Statt Control sagen wir im Deutschen auch oft Steuerung. Steuerung-Alt-T. Öffnet ein Terminal oder eine neue Instanz von einem Terminal, beziehungsweise einen sogenannten Terminal Emulator oder Emulator. Ja, man kann alles Deutsch aussprechen, wenn man will. Wobei, Emulator ist gar nicht so selten. Ein Tastenkürzel, das ich auch sehr gerne benutze, ist die Tastenkombination Alt F2. Mit Alt F2 öffnet man den Application Finder. Ich habe keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Nicht das gleiche wie das Terminal. Und dort kann man dann einfach den Namen einer Anwendung eingeben, beziehungsweise eines Programms. Programm und Anwendung, diese beiden Wörter werden relativ synonym verwendet. Und dann wird das Programm ausgeführt. Noch kurz zu den Begriffen Anwendung, Programm und Applikation. Applikation ist zwar irgendwo die Übersetzung von Application, aber zu Apps sagen wir einfach nur Apps. Unter Linux würde ich das Wort Apps nicht wirklich benutzen, da dieser Begriff eher für Handy-Apps benutzt wird und nicht so sehr für Desktop-Anwendungen. Desktop-Anwendung ist der stehende Begriff dafür, aber im Allgemeinen sagt man einfach Programme. Das, was ein Programmierer schreibt, ist auch ein Programm, auch wenn das, was rauskommt, eine fertige Anwendung ist. Darüber länger zu philosophieren, würde man übrigens Wortklauberei nennen. Aber ich glaube, Deutsche mögen das. Und zur Sprache sehr wichtig. Deswegen haben wir auch so viele Anglizismen. Aber zurück zum Terminal. Was hat das Terminal so für praktische Eigenschaften? Da wäre zum Beispiel die Autovervollständigung. Ich muss von einem Befehl nur die ersten 2 oder 3 Buchstaben eingeben und dann Tab drücken. Und dann wird der Befehl automatisch vervollständigt. Ich habe auch eine sogenannte Befehlshistorie. Wenn ich auf die Pfeiltaste nach oben drücke oder Pfeil nach oben, werden mir vorangegangene eingegebene Befehle angezeigt. Und ich kann mir auch etwas Zeit sparen. Ich mag ein sehr minimalistisches Layout, deswegen habe ich mein Terminal so konfiguriert, dass es zum Beispiel keine Scrollleiste mehr gibt oder auch keine Menüleiste. Die Eigenschaften meines Terminals kann ich nur noch verändern, indem ich rechts in das Terminal hineinklicke und dann die Eigenschaften für die Anzeige ändere. Bei mir ist alles auf Englisch, weil das einfacher ist. Wenn ich jetzt anfange, erst nach deutschen Problemlösungen für Linux-Fragen zu googeln, na dann gute Nacht. Wobei, die deutsche Linux-Community ist eigentlich ziemlich groß. Bin immer wieder überrascht. Nicht immer angenehm allerdings. Manche haben echt einen kompletten Knall. So, das war's mit langsamem Deutsch fürs Terminal. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann verwendet die Kommentarfunktion und ansonsten bis zum nächsten Mal.